Sie haben etwas mit Automatisierung zu tun? Oder Sie möchten vielleicht was mit Automatisierung zu tun haben? Sie fragen sich vielleicht, wie man die modernen Methoden wie digitaler Zwilling, virtuelle Inbetriebnahme und Robotikausbildung miteinander vereint? Oder zu guter Letzt, Sie sind vielleicht Produktionsentscheider und möchten wissen, wie man nachhaltig Kosten spart, indem man seine Mitarbeiter top ausbildet. Ja, und wenn Sie jetzt bei einer dieser Fragen ein Fragezeichen dahinter machen können, dann sind Sie bei mir und bei meinem Kooperationspartner KUKA genau richtig aufgehoben. Denn ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie man diese Methoden miteinander vereint und dass Sie eine Top-Weiter- und Ausbildung erhalten. Digitaler Zwilling, virtuelle Inbetriebnahme und das anschließende Übertragen auf die reale Roboterzelle. Dieses und mehr möchte ich euch im nächsten Abschnitt zeigen. Wie ist der Ablauf eines Robotikseminars? Dazu zeige ich euch am besten eine Collage, die blende ich jetzt hier oben rechts ein. Und zwar sehen wir dann Teilnehmer inmitten oder am Ende ihres Seminars. Und zwar mit Übungen, die sie zuvor im digitalen Zwilling erstellt haben. Und dieser digitale Zwilling dient mir dann in zwei Bereichen. Zum einen mal, wie gehe ich denn überhaupt mit so einer Simulationssoftware um? In dem Fall jetzt KUKA Sim. Das heißt, wie kann ich da Programme erstellen? Wie ist der Umgang mit der Software? Was bedeutet es überhaupt? Wie mache ich nachher den Übertrag von der Simulation, also von den geschriebenen Programmen auf die reale Zelle? Und zum anderen natürlich dann auch die Roboter Basics dort zu erklären. Das kann man wunderbar dort darstellen. Das heißt, ich habe dort eine 3D-Übersicht oder das Abbild der realen Zelle und kann dort alles vornehmen, was ich auch an der realen Zelle mache, aber natürlich dann mit den Vorteilen einer Simulation und kann mich da frei bewegen und jeder kann dann auch sein Roboter in Anführungszeichen dann dort drinnen bearbeiten, bewegen und dann das umsetzen, was ich dann zuvor dann auch erklärt habe. Ja, und was genau da jetzt thematisch besprochen wird in diesem Kurs, hängt davon ab, welcher dann auch gebucht ist. Also ist es ein Grundlagenkurs, ein Aufbaukurs oder ein Expertenkurs? Und anhand von einem Grundlagenkurs kann ich da nur sagen, ganz sicher die Robotersicherheit ist da mit dabei. Dann die Bewegungsarten, lineare Bewegungen, zirkulare Bewegungen, also Kreisbewegungen, dann Punkt-zu-Punkt-Bewegungen. Dann natürlich, wie programmiere ich überhaupt diese Verknüpfungen, wie programmiere ich Befehle ein, was machen meine Greifer, wie kann ich einen Greifer ansteuern. Dann natürlich auch, was ist Überschleifen, was ist ein Genauhalt und wie bewege ich mich denn in den Koordinatensystemen. Also Weltkoordinatensystem, dann im Tool-Koordinatensystem, dann im Base-Koordinatensystem und natürlich dann auch, wie vermesse ich mir den Tool Center Point, den TCP. Eine detailliertere Beschreibung der Kursinhalte findet ihr auf meiner Webseite. Ich blende es euch unten in der Videobeschreibung mit ein und ich blende euch dann nochmal auch den Link hier direkt ein. Für wen ist dieses Robotik-Seminar überhaupt geeignet? Ja, prinzipiell erst einmal alle, die Lust und Bock haben, Robotik oder auch was mit Simulation, virtuelle Inbetriebnahme zu lernen. Und Voraussetzung, technisches Verständnis ist natürlich nicht schlecht, wenn man das hat, wenn man schon irgendwas gemacht hat mit Mechatronik, mit CAD-Zeichnen, vielleicht eine Elektroausbildung, irgendwas im Elektroberuf gemacht hat. Das wäre natürlich vorteilhaft, aber natürlich kann man da auch, sagen wir mal, quer einsteigen. Wie und wo kann ich ein Robotik-Seminar buchen? Ja, das ist relativ einfach und zwar auf der Homepage, die www.par-set.de heißt und auch in der Videobeschreibung verlinke ich das nochmal. Da findet ihr unter Termine alle Veranstaltungen, Webinare, Kurse und so weiter, findet ihr dort alles aufgelistet. Ja, und das war es jetzt dann auch schon von meiner Seite aus und da würde ich mich freuen, wenn ich euch live und in Präsenz bei mir im Kurs begrüßen kann. Bis dahin, Servus.